Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. und letzte Episode des Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes. Wir kehren final nach Sparta zurück und wir schauen mal, was wir dort zu erledigen haben. Die Athener werden aufmüpfiger, als gut für sie ist. Sie haben Melos angegriffen, alle Männer getötet und Frauen und Kinder versklavt, weil sie sich weigerten, dem albernen Delischen Bund beizutreten. Es ist an uns, diese Narretei zu beenden. Sobald wir Athen, Amphipolis, Delos und Eretria erobert haben, herrscht wieder Normalität in der Welt. Die 5. und letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Überall Krieg. Ja, und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wieder Frieden herrscht und dass der attische Seebund zerschlagen wird. Dafür müssen wir Athen, Amphipolis, Delos und Eretria regieren und wir müssen 50 Personen in einer Wohnung der Kategorie Anwesen oder besser beherbergen. Ja, das riecht nach jede Menge militärischer Aktivität und wir kehren zurück nach Sparta. Ein Koloniedenkmal steht jetzt zur Verfügung. Ja, und wir gehen in den Pausenmodus, um uns einen kurzen Überblick zu verschaffen. In der 3. Episode haben wir Sparta weit ausgebaut. Wir haben hier das Heiligtum des Hephaistos errichtet und können nun Bronze herstellen. Haben hier ein zweites Wohngebiet aufgebaut und auch schon entwickeln lassen. Und wir haben hier ein großes Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen aufgebaut und versorgen sie auch schon mit allem, was die Bürger haben möchten. Wir haben sogar schon die ersten Anwesen, da wir auch Pferde schon hier züchten und zur Verfügung stellen. Zusätzlich haben wir das Heiligtum der Artemis errichtet, da dieses 2 Kompanien Amazonenkämpferinnen beherbergt. Ja, und unser Stadteingang sowie Stadtausgang wurden mit Stadttoren, Türmen und Mauern gesichert. Ja, wir schauen noch mal kurz auf die Weltkarte. Wir spielen jetzt diese Episode mit unserer Kolonie Taras. Taras wird uns 10 Amphoren Wein jährlich als Tribut zahlen, kauft bei uns Rüstung und Olivenöl und verkauft uns Wolle und Wein. Ja, und wir haben Odessos in der letzten Episode ja erobert. Hier kriegen wir 10 Weizengarben jährlich als Tribut und Odessos kauft bei uns Trauben und Olivenöl und verkauft uns Weizen und Marmor. Ja, und wir haben jetzt Delos als Rivalen, Athen, Marathon und Eretria sowie Amphipolis. Ja, und unsere Verbündeten sind weiterhin Korinth, kauft bei uns Skulpturen, Olivenöl und Wein und verkauft uns Wolle. Olympia kauft Marmor, verkauft uns Oliven, Wolle und Olivenöl. Und Phönizia kauft Wolle, verkauft uns Holz, Bronze und Skulpturen. Wenn ihr diese Episode mit der Kolonie Ithaka spielt, wird euch Ithaka Marmor als Tribut zahlen. Ihr habt dann die Städte Elis und Delos als Vasallen. Elis wird euch Wein und Delos Drachmen als Tribut zahlen. Gut, dann kehren wir mal zurück zur Stadt. Ja, was wollen wir als erstes machen? Wir werden jetzt erstmal unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen weiter ausbauen und mit allem versorgen, damit wir jede Menge Soldaten haben. Ja, und wir produzieren ja jede Menge Olivenöl, das werden wir weiterverkaufen. Unsere Waffen, die wir produzieren, brauchen wir natürlich jetzt erstmal für unsere Soldaten. Ja, und bei Mythologie können wir jetzt noch das Orakel des Apolls bauen. Und das möchte ich auch gerne, damit wir hier ein schönes Stadtzentrum mit 4 Heiligtümern haben. Gut, wie viel Marmor haben wir denn? Da gucke ich als erstes mal. Wir haben 21 Marmorplatten. Oh, das ist ja gut. Dann können wir ja schon tatsächlich gleich das Heiligtum errichten. Wir heben mal den Pausenmodus auf, damit es mal ein bisschen weiter geht. So, wir haben jetzt hier Athen, handelt nicht mehr, da brauchen wir auch jetzt kein Weizen mehr einzulagern. Thermopylae ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
so wie ich das gesehen habe. Da können wir auch hier entsprechend alles aufheben. Und sobald der Handelsposten leer ist, können wir den auch abreißen. Ja, Olympia, das funktioniert alles noch. Marathon handelt auch nicht mehr mit uns. Da können wir den Verkauf auch stoppen. So, das heißt, Weizen wird jetzt gar nicht mehr so viel verkauft hier. Das können wir jetzt für die Stadt zur Verfügung stellen. So, wir brauchen den Handelsposten von Taras. Der kommt hier hin. So, und da können wir schon mal Olivenöl verkaufen. Etwas. So. Ja, und hier bei Thermopylae ist jetzt die Bronze aus dem Handelsposten raus. Das bisschen Weizen, das interessiert uns nicht, können wir abreißen. Dann kommt hier der Handelsposten von Odessos hin. So, und dann können wir hier schon mal Marmor einkaufen. 12 Platten, ja, Olivenöl werden wir jetzt hier nicht verkaufen, denn so viel Olivenöl haben wir dann doch nicht. Und Taras zahlt seinen Tribut, 10 Amphoren Wein. Ich denke mir mal, wir können etwas Wein auch dann verkaufen. Ja, und Odessos zahlt auch seine Weizengaben, nehmen wir auch an. Sehr gut. So, und Olympia zahlt auch seinen Tribut natürlich. 10 Olivenkrüge. Ja, und Taras kann nur 8 Amphoren Wein entsprechend zur Verfügung stellen. Wir können ja Wein, glaube ich, auch verkaufen. Und zwar bei Korinth. Verkaufen wir auch mal ein bisschen was. So. Das Warenlager hier, nämlich bei den gehobenen Wohnungen, ist recht voll. So, apropos gehobene Wohnungen, da werden wir jetzt mal ein paar hier etablieren. Ein bisschen Platz lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das reicht. Dann können wir hier oben noch ein Denkmal setzen. Das passt nämlich genau hier rein. So, und hier kommt auch ein Denkmal hin. Sehr schön. Wir lassen jetzt erstmal diese Wohngebäude sich hier weiterentwickeln. Das mit den Pferden dauert ja auch noch ein bisschen. Ja, dann errichten wir doch schon das letzte Heiligtum für Apoll. Mal drehen. Drehen wir mal so. Sehr gut gemacht. Ja, leider ist das jetzt hier ein bisschen schlecht. Da kann ich den Weg nicht so drumherum bauen, wie ich das gerne machen wollte. Oder wir ändern das ein bisschen. Nee. Doch, ich glaube, ich probiere mal was aus. So, etwas variiert, weil wir brauchen nämlich kein Theater an unseren Wohngebieten zu errichten. Das sehen wir nämlich hier. Mit dem Bau des Stadions haben wir nämlich die zusätzliche Kultur, die hier gefordert wird. Von daher ist ein Theater jetzt nicht zwingend nötig und von daher kann ich hier entsprechend das ein bisschen variieren. Ja, und hier brauchen wir dringend Verschönerungen. Ja, so sieht das gut aus. Oh, und wir kriegen auch schon die Mitteilung, dass Athen uns angreifen wird. Und zwar in 4 Monaten. Okay. Ja, damit ist jetzt zu rechnen, aber wir sind bestens hier gerüstet. Wir haben Ares mit dem Drachen. Hephaistos kann uns eventuell Talos zur Verfügung stellen. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, sehr gut. Und wir haben die Amazonen. Ja, und wir haben ja auch schon ein paar Soldaten, also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, hier sind unsere Standarten unserer Krieger und auch des Fußvolkes. In der 3. Episode haben wir ja Krieg gegen Persien geführt. Und Persien hat uns immer hier
zu Wasser von der Seite angegriffen. Athen, da wissen wir jetzt noch nicht, wo sie uns angreifen. Von daher platziere ich jetzt mal hier die Standarten in der Mitte. Ja. Na, was ist jetzt Mitte? Ne? Setzen wir mal hier hin. Ja, einen Monat haben wir noch. Olympia wird wütend. Oh, das ist nicht gut. Also, hier kommen schon mal unsere Soldaten alle hin. Olympia ist aufsässig. Kauft Marmor. Na gut, komm. Kriegst ein mittleres Geschenk Marmor. Brauche ich zwar eigentlich für mein Heiligtum, aber dann bist du wieder glücklich. So, Holz müssen wir auch einkaufen noch. Ein bisschen mehr. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen 68 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Okay. So, ein Safe Game machen, nicht vergessen. Ja, und es ist soweit. Athen beginnt die Invasion. Wir könnten uns mit 4.625 Drachmen freikaufen, aber das tun wir natürlich nicht. Wir kämpfen. So, wo greifen sie an? Ah, hier ganz im Westen. Okay, dann positionieren wir mal eben kurz hier unsere Armee, beziehungsweise berufen sie erstmal. Ja, das ist klar. So, ich brauche natürlich auch hier meine Amazonenkämpferinnen. So, und die rufen wir natürlich auch. Auch die Spartaner. So, wir haben sogar schon eine Kompanie mit Pferden. Sehr gut. So, und ihr könnt mal ein bisschen näher hier ran. So, Olympia ist dankbar für den Marmor, gern geschehen. So, die werden wahrscheinlich schnell hier durchbrechen. Aber das macht nichts. Wir haben hier genug Soldaten. Da kommt auch schon Talos. Das ist gut. Ja, aber schaut euch an, was wir hier an Militär haben. Da mache ich mir keine großen Gedanken. Unser Drache glänzt immer mit Abwesenheit. So, Talos räumt hier jetzt schon auf. So, jetzt sind sie durchgebrochen. So, komm, jetzt könnte man hier angreifen. Der Steinhagel fliegt schon auf unsere Feinde. So, ihr könnt auch schon mal hier hin. Ah, da kommt der Drache endlich mal. Ja, ich glaube, da wird jetzt kurzer Prozess gemacht. Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Na also, so muss das sein. Eben noch hier die Reste erledigen. Ja, einer ist da noch. Gut, auch erledigt. Wir schicken alle wieder zurück. Gut, reparieren hier noch unsere Mauer. Ja, kommt ja mal durch. So. Ja, das war doch ein erfolgreicher Kampf hier gewesen. Ja, Arbeitsmarkt sieht im Moment noch verheerend aus, aber unser Fußvolk ist ja auf dem Weg zurück zu ihren Arbeitsstätten. So, ich glaube, hier passen doch noch Weizenfarmen hin, oder? Ach, wie schön, das passt. Okay, dann hier noch Parkanlagen. Ist das doch wunderbar. So, jetzt sollten wir mal keine Skulpturen mehr verkaufen. Okay, so.
Ja, dieses Wohngebiet können wir auch mal weiterentwickeln. Ich sehe gerade, das Lohnniveau ist auf hoch. Das können wir auf normal mal stellen. Dann brauchen wir nämlich wieder Mitarbeiter. Oh, das Jahr ist schon wieder vorbei. Wir kriegen neue Tribute, Wein, Weizen und auch Oliven. Ja, wir wollten ja dieses Wohngebiet hier weiterentwickeln. Die brauchen jetzt auch Olivenöl. Dann können wir den Ölhändler hier auch etablieren. Und dann sollten wir vielleicht doch noch 2 Olivenpressen bauen. Hier passt noch eine hin und hier. Ja, und das sieht auch sehr gut aus hier. Ja, ich weiß, das ändert sich jetzt. Können wir hier noch ein paar Bänke hinsetzen. So. Ja, und wenn wir Wein verkaufen wollen, müssen wir dieses Warenlager hier umstellen. Nämlich auf Annehmen. Sonst verkaufen wir keinen Wein. So, und dann können wir die restlichen gehobenen Wohnungen platzieren. Ja, so. So, dann haben wir aber auch jetzt wirklich mehr als genug. Noch schnell hier die Denkmäler aufbauen. Perfekt. Hier werden wir jetzt keins mehr etablieren. Da kann noch mal ein sehr schöner Fischteich hin. Ach nee, Fischteich jetzt nicht. Parkanlage. So sieht das gut aus. Ja, das muss ein bisschen attraktiver werden hier. Können wir auch noch mal Parkanlagen setzen. Ja, reicht nicht ganz so, aber wir haben auch hier noch entsprechend Denkmäler. Kann noch eins hier hin. Ja, dieses Warenlager hat jetzt kein Olivenöl mehr. Wir müssen mal den Einkauf von Olivenöl stoppen. Oh, schon wieder eine Invasion von Athen. Was soll das denn? In 4 Monaten. Ich würde aber jetzt gerne Olivenöl nicht mehr verkaufen wollen. So, und dann bei Taras mal ausschalten. Und wo haben wir es noch? Bei Korinth. Aber wir verkaufen ja jetzt Wein. Ja, und hier können wir sehen, wie Artemis unsere Jagdhöfe gesegnet hat, die jetzt mehr produzieren. Sehr gut. Ja, und hier haben wir noch jede Menge neuer Kompanien, Reiter und auch Fußvolk. Die platzieren wir jetzt auch mal hier hin. Ja, 1 Monat Zeit haben wir noch, bis uns Athen angreift. Wieder ein Safe Game machen. Ja, und wieder greift uns Athen an. Wir können uns mit 6.875 Drachmen freikaufen. Wir kämpfen wieder. So, wo greifen sie an? Ja, an der gleichen Stelle. Okay, dann rufen wir mal wieder unsere Soldaten. Ja, das weiß ich. So, und ihr könnt auch mal wieder kommen. So, dann wollen wir mal eben hier noch ein bisschen sortieren. Oh, da ist ja auch schon Ares und der Drache. Oh, da könnte er eigentlich jetzt mal hier hinkommen. Taras wird angegriffen. Oh, wir müssen Truppen zur Verfügung stellen. Später. Oh, wir kriegen die Mitteilung, dass Amphipolis verwundbar ist. Oh, Dominus. Spione berichten, dass Aquilaos, der Herrscher ihrer griechischen Rivalenstadt Amphipolis, die meisten seiner Streitkräfte aus der Stadt abgezogen hat. Amphipolis ist praktisch ohne Verteidigung.
Das hört sich gut an. Aber jetzt werden wir erstmal hier diesen Kampf bestreiten. So, dann sind sie schon durchgebrochen. So, ihr könnt schon mal jetzt auch hier hin. So, hier die Amazonen könnten auch kämpfen. So, ihr kommt auch hier rüber. Jo, jetzt ist gerade hier in der Bresche alles verstopft. Gut, dann machen wir mal einen kleinen Trick. Wir reißen das mal hier ein bisschen ein, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. So, ihr könnt schon mal diese hier entsprechend ausschalten. Oh. Kam da gar nicht durch. So. Tja, ich glaube, das ist ja alles ziemlich verstopft. Aber die Athener haben keine Chance. Genau, Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Super. So, wir machen jetzt Folgendes. Taras kriegt jetzt Unterstützung von den Spartanern. Losschicken. Das müsste eigentlich reichen. Und wir kriegen auch die Mitteilung, dass Athen verwundbar ist. Ah, das ist nicht schlecht. Ja, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Wir warten mal, bis hier wirklich die Kampfhandlungen abgeschlossen sind. Ja, wenn Athen jetzt verwundbar ist, werde ich jetzt Folgendes machen. Wir greifen jetzt Athen auch direkt an. Dann nehmen wir hier noch die Krieger der Artemis mit. Ach, wir werben alle an. Ja, das sollte eigentlich reichen und schicken die los. Dann können wir jetzt Athen entsprechend erobern. Ja, der Drache erledigt noch hier ein paar von unseren Feinden. So, und unser Fußvolk kann wieder zurück. So, dann reparieren wir jetzt noch eben schnell hier die Mauer wieder. Ja, schaut euch hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Das ist Wahnsinn. Wir haben insgesamt 18 gehobene Wohnungen hier. Damit haben wir das Ziel, 50 Personen in einer Wohnung der Kategorie Anwesen oder besser zu beherbergen, schon längst erreicht. Ja, wir müssen jetzt nach und nach unsere Rivalen erobern. Aber dann sind wir dabei. Mit Athen fangen wir an. Oh, jetzt beginnt Delos eine Invasion. Das ist jetzt etwas gemein, weil wir jetzt alles hier an Militär weggeschickt haben. Aber da können wir uns, glaube ich, dann freikaufen. Ja, und wir haben wieder Jahresanfang. Tribute stehen an. Na, Weizen kann gar nicht mehr eingelagert werden. So. Könnten wir von Odessos eigentlich etwas Marmor mal fordern? Das können wir. Das ist ja nett. Ach, direkt schon wieder verbittert. Meine Güte. Na komm, dann kriegt ihr Olivenöl. Mittleres Geschenk. Bitteschön. Ja, in der Zwischenzeit können wir doch mal unsere Stadt etwas verschönern. Hier können Fischteiche hin. Ach nee, das geht nicht wegen unseren kupfererzhaltigen Vorkommen hier. Ja, dann bauen wir doch Parkanlagen. Ich glaube, das müsste gehen. Ja, durch Parkanlagen können die gehen. Das wird nicht schlecht.
machen wir hier auch so. Ja, dann können wir doch hier noch Denkmäler setzen. So. Und wir haben Athen erobert. Wunderbar. Und Odysseus gewährt uns noch den Marmor. Nehmen wir an. Dann geht es mit unserem Heiligtum ja auch mal voran. Gut, Athen ist wieder unser Handelspartner. Wir können jetzt wieder Weizen verkaufen. Wir könnten auch Marmor einkaufen, aber ich glaube, so viel brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wie viel Marmor brauchen wir noch? Ah doch, 36 Platten brauchen wir noch. Dann kaufen wir noch ein bisschen Marmor ein. So, Athen ist verbittert. Und kriegt Weizen, ein großes Geschenk Weizen. Bitteschön. Ach so, warte mal. Und wir kriegen 500 Drachmen von Athen als Tribut. Schön. Ja, einen Monat Zeit haben wir noch, bis Delos uns angreift, aber da werde ich mich jetzt mal freikaufen. Athen ist dankbar für den Weizen, gern geschehen, und Odysseus ist auch dankbar fürs Olivenöl. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh, da haben wir jede Menge noch an Arbeitslose. Dann müssen wir gucken, was wir nachher noch machen. Vielleicht noch ein paar Weizenfarmen bauen, jetzt wo wir wieder Weizen exportieren. Ja, Delos beginnt seine Invasion. 5250 Drachmen müssten wir zahlen. Das tun wir auch, weil wir haben keine Soldaten in der Stadt. So, und Taras schätzt uns mehr, da unsere Soldaten entsprechend erfolgreich waren, und unsere Krieger kehren auch zurück. Und wir haben die Invasoren bestochen. Na gut, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, und wir haben ja noch die Mitteilung, dass Amphipolis verwundbar ist. Wie sieht denn eigentlich hier unsere Armee jetzt aus? Ja. Ach, wir haben ja auch noch die eine Kompanie Amazonenkämpferinnen. Ja, warten wir mal, bis unsere Soldaten wieder da sind, und dann werden wir direkt schon Amphipolis angreifen. Ja, ich glaube, ich baue doch noch ein paar Weizenfarmen hier auf. So, das müsste jetzt aber erstmal reichen, um die Stadt zu ernähren und unsere Exporte zu bedienen. So, wir brauchen noch 28 Marmorplatten. Und wir haben wie viel Marmor? 32, ja, das reicht. Da können wir jetzt hier den Einkauf tatsächlich stoppen. So, wie sieht denn unser Militär jetzt aus? Da können wir, glaube ich, noch etwas warten, bis wir die nächste Stadt angreifen. Ja, Amphipolis hat noch wenig Schilder. Da hatten wir ja die Mitteilung, dass dort kaum noch Truppen sind. Dann sollten wir doch Amphipolis auch direkt angreifen. Das sollten wir nutzen. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viele hier haben. Aber wir haben noch die Amazonen. Und dann würde ich sagen, alle anwerben, die wir haben. Und dann schicken wir die schon mal los, Amphipolis anzugreifen. Oh, unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Ach, das sind die Spartaner. Okay, dann haben wir die wenigstens schon mal in unserer Stadt. So, Verschönerungen wieder hier.
Ja, jetzt kriegen wir die Mitteilung, dass Marathon eine Invasion beginnt. Okay, in 6 Monaten. Und Amphipolis ist verwundbar, das wissen wir. Deswegen greifen wir diese Stadt ja auch an. Und wir haben auch Amphipolis erobert. Wunderbar. Ja, wir können mit Amphipolis Wolle und Wein handeln. Das wird gekauft und verkauft wird Holz und Marmor. Und wir kriegen auch 10 Marmorplatten als Tribut. Ja, ist verbittert. Na komm her, dann kriegst du etwas Wolle von uns geschenkt. So, jetzt können wir wieder Olivenöl verkaufen, hier bei Odysseus. 6 Einheiten. Und auch bei Korinth. Machen wir das auch nur 6 Einheiten. Ja, unser Heiligtum für Apoll sieht auch schon sehr gut aus. Hier werden jetzt eigentlich nur Skulpturen und 4 Marmorplatten benötigt. Ja, Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Das ist sehr gut, weil dann können wir unsere Stadt, glaube ich, auch verteidigen. So, und ich sehe gerade, dass die letzten 2 Skulpturen zu unserem Heiligtum gebracht werden. Das heißt, wir können auch bei Korinth wieder Skulpturen verkaufen. Sehr gut. Ja, und Amphipolis, Dank für die Wolle, gern geschehen. Marathon respektiert uns, wie nett, greift uns aber gleich an. Naja, gut. Sollen sie mal machen. Es ist Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute und jetzt stelle ich fest, dass wir keinen Wein mehr haben. Oh, Marmor kriegen wir ja auch. Den können wir übrigens jetzt verkaufen. So. Ja, das Lager ist jetzt hier leer mit Wein. Ja, aber hier ist noch genug. Wo können wir den Marmor verkaufen? Wir könnten in Taras übrigens mal Rüstung verkaufen. Also 6 Einheiten. So, Olympia kauft Marmor. Das ist gut. Ja, da verkaufen wir jetzt wirklich jede Menge hier. Dann würde ich jetzt Wein erstmal nicht mehr verkaufen. Würde jetzt hier in diesem Warenlager mal wieder etwas fordern. Nicht viel, ich glaube 8 Einheiten reichen. So, wir brauchen noch Delos und auch Eretria. Ja, ich denke mal, wir werden Delos als nächstes angreifen. Ja, Eretria hat relativ viele rote Schilder. Das heißt, starke militärische Präsenz. Aber jetzt werden wir erstmal den Angriff von Marathon trotzen. In einem Monat. Wieder ein Safe Game machen. Ja, unser Stadtpalast hat jede Menge Standarten der ausgebildeten Soldaten. Die können wir natürlich jetzt hier platzieren. Machen wir mal so. Oh, das ist ein bisschen jetzt sehr weit hier vorne. Ja, doch so. So, dann rufen wir die auch schon mal. Ja, und wir platzieren auch schon mal unsere Spartaner und Amazonen. Oh, ein Gebäude ist eingestürzt. Unser Stadion. Oh nein. Warum das? Ich habe auch hier 2 Architekten stehen. Naja, ich habe mal wieder so viele Straßen hier gebaut.
So, Marathon beginnt seine Invasion mit 2250 Drachmen. Könnten wir uns freikaufen. Wir kämpfen aber mal wieder. Und Taras liebt uns. Das ist ja nett. So, wo greifen sie an? Ja. Wieder dort. So, ihr könnt schon mal hier rüber. Aha. Invasionsstreitkräfte vernichtet. Das verstehe ich nicht. Naja, so vernichtet sind sie aber jetzt nicht hier. Gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. So, mal nur die paar hier abfangen. War ja vielleicht der Drache gewesen. Gut, ja, das war was ganz Kurzes hier. Das passt aber ganz gut, weil dann werden wir jetzt Delos angreifen. Wir haben hier keine Verluste. Wir lassen allerdings die Amazonen hier. Okay, dann könnt ihr alle los und dann brauchen wir Taras. Ne, ich glaube, Taras brauchen wir nicht. Oder, ah doch, komm, schicken wir los. Mauer reparieren. So, und dann könnt ihr alle wieder zurück. So. Okay, dann schauen wir mal, was mit unserer Stadt noch weiter hier zu machen ist. Ja, wir können dieses Wohngebiet hier noch weiter entwickeln. Wir haben zwar im Moment zu wenig Mitarbeiter, die gerade auf dem Weg wieder zurück sind, aber wir sollten dieses Wohngebiet hier auch noch maximal entwickeln. So, und hier können wir auch, wie beim Eingang, eine Prachtstraße bauen. Genau so. Ja, und während des Kampfes ist unser Heiligtum fertiggestellt worden von Apoll. Kann man mal direkt das Orakel befragen. Ja, es gibt nichts zu sagen. Gut. Die Kunsthandwerkergilden können wir abreißen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Da bauen wir jetzt hier noch Alleen. Ja, so. Ja, unsere Soldaten waren erfolgreich und wir haben Delos erobert. Sehr schön. Schauen wir mal direkt nach unserem neuen Vasallen. Ja, Delos gibt uns 500 Drachmen jährlich als Tribut und kauft bei uns Holz und Olivenöl, verkauft uns Fisch und Trauben. Oh, das ist sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt Wein produzieren. Wir werden aber mal Delos ein kleines Geschenk machen, damit er nicht mehr ganz so verbittert ist. Olivenöl, mittleres Geschenk, bitteschön. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, wenn wir jetzt mit der Weinproduktion beginnen wollen, müssen wir noch ein paar
mehr Mitarbeiter haben. Da wandern zwar jetzt jede Menge neue Bürger ein. Ja, und hier auch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nichtsdestotrotz können wir jetzt hier auch nochmal Parkanlagen bauen, damit sich diese Wohngebäude auch weiterentwickeln. So, das sieht doch sehr gut aus. Was ist mit euch? Na gut, dann kriegt ihr es hier auch doppelt. Dann sollte es aber eigentlich passen, oder? Jawohl. Ja, wir brauchen jetzt noch das Pier von Delos und wir haben auch noch den Handelsposten von Amphipolis. So, warum passt du nicht hier hin? Ah, wahrscheinlich müssen wir die Karte wieder drehen. So passt es. Gut, dann kaufen wir Trauben ein. Das ist nicht sehr viel. 12 Einheiten im Jahr. Naja, egal. So, und dann können wir hier mal 4 Kältereien bauen. Ja, das weiß ich. Wird sich gleich ändern. So, hier unsere Standarten können jetzt mal wieder zu unserem Stadtpalast. Na, dafür drehe ich, glaube ich, die Karte einmal. So. Ja, hier sind alle markiert. Und dann könnt ihr alle hier hin. Sehr schön. So, und hier unsere Spartaner können auch mal wieder zurück. Und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Ja, Delos ist dankbar für das Olivenöl, gern geschehen. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, und unser Wohngebiet hier, der gehobene Wohnung, sieht prächtig aus. Hier fehlen noch weiterhin Pferde, besonders hier. Ja, und dann bauen wir doch noch ein paar Denkmäler. Wir haben ja noch ein paar. Hier passt doch noch ein Denkmal hin. Ja, und das können wir doch hier auch direkt hinbauen. Sehr schön. So, und ich wollte auch noch den Handelsposten von Amphipolis errichten. Der kann hier hin. So, hier können wir Holz und Marmor noch einkaufen, brauchen wir jetzt nicht. Und Wolle und Wein kann verkauft werden. Okay, ja, dann können wir ein bisschen Wein jetzt mal verkaufen. Wir produzieren ja jetzt Wein und wir kriegen ja auch noch Wein als Tribut. So, nichtsdestotrotz sollte dieses Warenlager hier definitiv jetzt Wein fordern. Haben wir schon so eingestellt, denn hier unser Weinhändler hat im Moment keinen Wein. Das ist schlecht. Dann lassen wir das mit dem Verkauf erstmal. Obwohl wir haben Dezember. Bald kriegen wir ja unsere Tribute. Ja, ich baue noch hier ein Warenlager auf. Und zwar hier. So, das kann jetzt nur Olivenöl annehmen. Und dieses hier. Ja. Jahresanfang, da sind unsere 10 Amphoren und Wein, nehmen wir gerne an. Auch die Drachmen sowie die Marmorplatten und auch den Weizen, wobei wir haben genug Weizen. Auch hier nochmal Drachmen und unsere 10 Krüge mit Oliven. So, und das wird jetzt hier nur noch Oliven annehmen. Aber jetzt komplett. Haben wir das auch nochmal richtig gut eingestellt. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nur noch Eretria angreifen und besiegen. Ja, ich möchte aber noch Marathon erobern. Das können wir jetzt sofort machen, weil Marathon nicht ganz so stark militärisch ausgebaut ist. Ja, und wir haben ja auch hier jede Menge an Soldaten. Alle anwerben. Ich denke mal, Unterstützung brauchen wir nicht unbedingt. Und dann schicken wir die mal los, um Marathon anzugreifen.
So, noch jede Menge Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Wir bauen nochmal Bildhauerateliers. Ich denke mir mal, das reicht eventuell noch. So, und dann verschönern wir hier noch bei dem Heiligtum des Ares die Hinterfront. So, und dann kann hier noch ein Architekt hin. Und Blumengärten. So, nochmal ein paar Verschönerungen hier, um das Baufeld jetzt auch mal zu schließen. Ja, und wir haben auch Marathon erobert. Das ist sehr gut. Ja, wir haben wirklich eine große, schlagfertige Armee. So, Marathon gibt uns Weizen als Tribut und kauft Wolle und Rüstung und verkauft Weizen und Wein. Ja, und den Handelsposten von Marathon haben wir ja schon hier und wir können auch, glaube ich, etwas an Rüstung mal verkaufen. So, 6 Einheiten, weil hier das Warenlager ist gut gefüllt und ich glaube, Waffen haben unsere Soldaten alle genug. Es fehlen jetzt tatsächlich hier Pferde. Aber das dauert immer recht lange, bis hier alle Wohnsitze mit Pferden versorgt sind. Ich werde sie lehren, meine Pläne zu durchkreuzen. Ja, und nun greift Athene an. Das ist eine starke Göttin. Ich werde sie lehren, meine Pläne zu durchkreuzen. Sehen Sie dabei zu, wie die Verteidigungslinien ihrer Stadt schwächer werden und ihre Olivenbäume verdorren. Oh. Wie unangenehm, und Sardes respektiert uns. Das ist ja sehr schön. Und auch Eretria respektiert uns. So, wo ist denn jetzt unsere Göttin? Oh, da ist sie. Und kämpft mit Apoll. Oh, Apoll ist auch ein starker Gott. Aber Athene hat Apoll überwältigt und auch Hephaistos kämpft mit Athene, aber sie ist halt die Tochter des Zeus. Und auch Ares versucht es, aber nee, es war Artemis gewesen, wurde von Athene zermalmt. Na gut. Ja, jetzt versucht Ares nochmal. Aber auch Ares hat kein Glück. Nun gut. So, unser Stadtpalast ist verflucht und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. So, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Es kann sein, dass wir unsere Fußsoldaten hier nicht mehr entsprechend nutzen können. Ja, und in der Zwischenzeit zerstört Athene unsere Gießereien. Das ist nicht nett. Und auch unsere Waffenschmieden. Was für eine Furie hier. Okay, da müssen noch ein paar Bürger dran glauben. Meine Güte. Ja, Athene kann auch anders. Bis jetzt hatten wir ja sie immer als wohlgesonnene Gottheit gehabt. Nun ja, wir warten jetzt mal, bis sie ihren Zorn entsprechend hier an unserer Stadt ausgelassen hat. Und dann werden wir Eretria entsprechend angreifen. Oh, ich glaube, sie ist verschwunden. Oh, Gott sei Dank. Okay, bauen wir mal unsere Gießereien wieder auf. So, und es war nur eine Waffenschmiede, die zerstört wurde. Okay. Nein, die ist hier. Ja, wir warten jetzt, bis hier der Fluch von unserem Stadtpalast genommen ist. Und dann werden wir Eretria angreifen. In der Zeit können hier noch unsere Hopliten und Reiter weiter ausgebildet werden.
Obwohl das sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Ja, aber hier fehlen ja noch Pferde. Ja, und wie zu befürchten, Eretria beginnt eine Invasion in 2 Monaten. Ja, und wir sehen hier, wie gesagt, wir haben noch den Fluch von Athene, die unsere Verteidigung ja schwächt. Von daher werde ich mich da wohl freikaufen. Das sollte kein Problem sein. Wir könnten aber Ares fragen, ob er uns bei der Eroberung von Eretria vielleicht hilft. Nein, tut er nicht. Das ist schade. Ja, Eretria beginnt die Invasion in einem Monat. Okay, ja, wir müssen noch warten, bis hier der Fluch von uns genommen worden ist. So, es ist soweit. Eretria greift uns an und wir können uns mit 1500 Drachmen freikaufen. Das ist aber nicht viel. So, das machen wir. Invasion bestochen. Wunderbar. So, und direkt danach ist der Fluch auch von uns genommen. Wir könnten jetzt unsere Stadt wieder gut verteidigen. Brauchen wir nicht, weil wir jetzt tatsächlich Eretria angreifen. Wir machen Folgendes. Olympia wird einen Militärschlag durchführen an Eretria. Oh, da sind sie direkt wütend. Du lieber Gott. Komm her. Krise Drachmen. Großes Geschenk Drachmen. So, und wir werden mit allen Mann, die uns zur Verfügung stehen, alle anwerben. Und Taras wird uns unterstützen und dann schicken wir alle los, um Eretria zu besiegen und zu regieren. Und damit diese Episode auch zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Ja, und eine Streitmacht marschiert gen Eretria von Olympia aus. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir erfolgreich sind. In der Zwischenzeit schauen wir uns unsere tolle Stadt Sparta nochmal in Ruhe an. Vorerst kriegen wir aber unsere Tribute noch. Hier begann unsere Entwicklung mit diesem Wohngebiet und dem Anbau von Weizen. Das einzige Exportgut, was wir am Anfang herstellen konnten. Hier am Übergang zu unseren Weizenfarmen haben wir die ganzen Handelsposten und Piere aufgebaut, haben das Heiligtum des Ares errichtet und konnten dann Skulpturen und ganz zum Schluss auch Wein hier produzieren. Im Anschluss haben wir das zweite Wohngebiet hier aufgebaut und entwickeln lassen und haben das Heiligtum des Hephaistos errichtet, wo wir dann Bronze selber herstellen konnten. Ja, und wir haben dann hier unsere Waffen produziert und auch Olivenöl. Ja, im Anschluss haben wir hier unser großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufgebaut und mit allem versorgt, was es benötigt. Und haben dann hier das Heiligtum der Artemis errichtet. Ja, und ganz zum Schluss haben wir noch das Heiligtum des Apollos gebaut, sodass wir hier ein sehr repräsentatives Stadtzentrum mit 4 Heiligtümern, dem Stadion und dem Stadtpalast haben. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal hier die Zeit weiterlaufen und hoffen, dass wir erfolgreich sind, Eretria besiegen können und somit diese Episode erfolgreich beenden. Ja, der Militärschlag gegen Eretria von Olympia ausgeführt war erfolglos. Das ist schade, aber ich hoffe mal, dass unsere Armee erfolgreicher ist. Der Rest des Delischen Bundes ist an uns gefallen. Sparta herrscht über alle. Ja, unsere Armee war erfolgreich. Wir konnten Eretria besiegen und regieren und haben somit die letzte Episode des Abenteuers Der Krieg auf dem Peloponnes erfolgreich abgeschlossen. Mal schauen, was man uns zum Schluss noch zu sagen hat. Hat es jemals Zweifel gegeben, dass Sparta sich wieder erheben und noch ruhmreicher erstehen würde? Seit dem Tag unserer bescheidenen Wiedergeburt ist unsere Macht stetig gewachsen.
Und nun bleibt den Griechen allerorten nichts übrig, als unseren Gesetzen zu folgen. Und wie lautet die oberste Regel Spartas? Bei Androhung der Todesstrafe soll niemand Dionysos verehren, dieses übelriechende, betrunkene, liederliche Zerrbild eines Gottes. Das war ein sehr anspruchsvolles Abenteuer, was wir hier erfolgreich abgeschlossen haben. Und das letzte Abenteuer handelt vom Trojanischen Krieg. Da freue ich mich auch sehr drauf und hoffe, ihr seid mit dabei. Und sage bis dahin, tschüss, euer Dominus.